2, 5, 3, 9, 9, 5, 9, 9, 8, 10. Game over. Ja, so einfach ist es. Intros durch, da bin ich wieder. Bruce BB2K Airsoft Channel. Ja, kennt ihr dieses Zielscheibensystem? Ja, das hatte ich euch mal vor 9 Jahren vorgestellt. Das ist das DaVinci Target System, ein voll elektronisches Zielerfassungssystem, welches punktgenau die Treffer aufzeichnet und per Funk an eure Smartphone-App überträgt. Das Ganze habe ich in all meinen Reviews immer genutzt. Ich blende euch das mal kurz ein, damit ihr wisst, um was es geht. Ein Tool, was ich nicht mehr missen möchte und wie gesagt 9 Jahre alt, und ich habe unendliche Anfragen seit dieser Zeit immer auf meinem Kanal bekommen. Bruce, was benutzt du da für ein Zielscheibensystem? Wo kann man das kaufen? Das Problem, die Firma hat nicht mal 1 Jahr ausgehalten. Nachdem ich das vorgestellt habe, ist sie kurz darauf Konkurs gegangen, und ich kann es bis heute immer noch nicht verstehen, warum dieses innovative System sich nicht durchgesetzt hat. Sie haben weitere Entwicklungen gemacht. Ich konnte da auch schon einen kleinen Einblick mal erhalten, kam nie auf den Markt. Und ich muss ehrlich sagen, was die damals gebaut haben, war wirklich nicht nur innovativ, sondern auch absolut robust. Schaut euch das mal an. Ich möchte nicht wissen, wie viel 1000 Schuss oder Tausende von Schuss ich hier drauf gehauen habe. Eine sehr, sehr stabile Platte mit einer Größe 50 x 50 cm hält bis zu 7,5 Joule aus. Und das nicht nur für Airsoft, sondern ihr könnt hier auch mit Luftdruck oder mit RAM draufschießen. Das macht hier dem System nichts aus. Das hat damals 330 € gekostet. Ja, und seitdem war Stille auf dem Markt, was solche Systeme angeht. Bis dieses Jahr auf der IWA konnte ich mir bei Acetech den Alimentor anschauen. Ebenfalls ein digitales Zielerfassungssystem mit den gleichen Funktionen, und das halt auf dem neuesten Stand. Und das, ja, ihr könnt es raten, habe ich von Acetech bekommen für dieses Review. Da ist er, das kleine Baby, weil ich zeige noch mal rein, das ist der Alimentor und das ist das DaVinci Target System. Also die Größe ist anders, aber der Preis ist ebenfalls auch anders und die Technik ist neuer. Hier, das Ganze kostet 180 €. Man braucht keinen Strom. Hier haben wir einen Akku hinten. Wir haben eine Reichweite von 50 Metern. Wird mit Android oder mit iPhone betrieben, mit der bekannten Acetech App. Also könnt ihr sofort starten, wenn ihr das schon habt. Gekoppelt könnt ihr das auch mit den Tracern, mit Chrono. Da könnt ihr auch noch mehr aus dieser App rausholen in Kombination mit den Zielscheibensystemen. Also ich bin mega begeistert und ich merke auch schon wieder, ich greife vor, obwohl wir noch ganz am Anfang sind, ja. Aber ihr kennt mich, ich bin eine absolute Quasselbirne. So, jetzt aber erstmal einen herzlichen, riesigen, großen Dank. Ein Riesenherz geht raus an die Firma Acetech. Zum einen, dass sie sich diesem Thema angenommen haben und eine digitale Zielscheibe auf den Markt gebracht haben, wo man exakte Trefferaufnahme hatte. Digitale Zielscheiben gibt es ja sonst wie Sand am Meer, aber da geht es halt nur darum, wenn ich das hier treffe, wird es angezeigt, aber man zeigt nie genau an, wo ich getroffen habe. Und das macht hier dieses Acetech-Gerät, der Alimentor, für 180 €. Und das zeige ich euch heute. Und ich würde sagen, ich quatsche nicht mehr so viel. Link in der Videobeschreibung. Jetzt schauen wir uns erstmal den Lieferumfang an. Der Alimentor kommt in dieser Verpackung. Wenn ich die mal aufmache, haben wir hier zunächst die Zielscheibe. Hier gibt es noch mal eine Schnellanleitung, damit euch gezeigt wird, wie ihr sofort starten könnt. Dann haben wir hier eine Anleitung in Englisch, Japanisch und Chinesisch. Dann nehme ich mal die Zielscheibe heraus. Die ist jetzt auch noch mal verpackt in dieser Folie. So sieht das System aus. Da gehen wir gleich näher drauf ein, denn wir haben hier schöne, viele Features, was das Schießen auf jeden Fall auf ein ganz neues Level bringt.
Dann haben wir zum Schluss hier noch mal eine Tüte. Da haben wir zum einen erstmal ein USB-C Ladekabel, damit ihr die Zielscheibe aufladen könnt. Dann habt ihr hier, das kennt ihr ja vom iPhone, so ein Pin. Das braucht ihr, wenn ihr nachher mehrere Zielscheiben habt, dann könnt ihr hier per Pin hier die Zielscheiben konfigurieren. Und dann haben wir hier auch noch mal eine Tüte. Da haben wir noch mal einen Sechskantschlüssel und auch noch mal 4 Schrauben. Die sind dafür da, wenn ihr die Zielscheibe fest montieren möchtet. Dann schauen wir uns den Alimentor mal etwas genauer an. Gefertigt ist er größtenteils hier aus Kunststoff, hat ein Gewicht von 1035 Gramm, Abmaße 27 cm x 27 cm. Hat ihr hier im inneren Bereich eine Art Schutzfolie. Das ist da, wo die Bibis auftreffen. Dann haben wir hier jeweils, ich halte mir hier so rein, auf den Ecken, da, hier und auch da, Sensoren, die genau darauf achten, wo die Bibi hier aufkommt und dann berechnet, wo exakt der Treffer ist. Und das überträgt dann dieses System an die App. Was sagt denn Acetech zu der Haltbarkeit hier von dieser Folie, die die Bibis auffängt? Da haben wir zum einen den Mindestabstand, den ihr auf jeden Fall einhalten solltet zur Zielscheibe. Der beträgt 3 Meter. Maximal Joule, was hier diese Folie aushält, sind 2 Joule. Das heißt, 2 Joule können hier drauf auf die Folie, ohne dass da was kaputt geht. Das heißt jetzt nicht, wenn ihr eine Airsoft-Waffe habt, die jetzt, ich sag mal, 2,5 Joule hat, dass ihr damit nicht auf diese Zielscheibe schießen dürft. Da geht es nicht um die Mündungsenergie, also wie die Bibis hier, mit welcher Energie den Lauf verlässt, sondern die Energie, die dann noch übrig bleibt, die dazu reicht, um hier auf der Folie aufzupoppen. Des Weiteren sagt Acetech über die Haltbarkeit von der Folie auf, wenn man hier mit maximal 1 Joule hier immer drauf trifft, dann hält die Scheibe mindestens 7000 Schuss, bevor sie gewechselt werden muss. Wechselscheiben wird es geben, die sind noch nicht gelistet, kosten auch nicht die Welt. Wechsel ist auch ganz einfach, da müsst ihr hier einfach nur diese Schrauben hier lösen, den Rahmen abnehmen, Folie drauf, wieder festschrauben und ihr seid wieder am Start. 3 Meter auf die Zielscheibe ist ein bisschen so gering. Ich würde so anfangen bei 10 Meter bis 30 Meter maximal. Wir haben hier die Möglichkeit, dank dem Funk hier auch auf 50 Meter zu gehen. Aber das ist schon ein bisschen tricky. Warum? Das erzähle ich euch jetzt. Denn Trefferaufnahme erfolgt, wie gesagt, in diesem Bereich. Und da haben wir eine Abmaße von 23 cm x 23 cm. Die eigentliche Zielscheibe, das ist die, die man hier auch drin sieht, hat jedoch die Größe von 14,5 x 14,5 cm. Erst in diesem Bereich zählt euch das System, wo ihr die Treffer platziert habt. Und 14,5 cm auf 50 Meter, das ist schon eine Herausforderung für Airsoft-Waffen. Von daher sehe ich hier die Distanz definitiv effektiv bei 10, 15 Meter und dann 20 bis maximal 30 Meter ist das schon drin. Aber bei 30 Meter müsst ihr dann wirklich schon mit einem Airsoft-Sniper-Gewehr drauf schießen, um da wirklich auch gute Treffer zu erreichen und alles auf diesem Bereich zu platzieren. Des Weiteren habe ich auch Acetech gefragt, was in der Zukunft geplant ist, ob es auch größere Systeme gibt, also nicht nur 14,5, sondern ja, wie zum Beispiel mein altes System 50 x 50 cm, sodass man auch auf weite Entfernung arbeiten kann. Auch da sind sie am Arbeiten. Und man sieht auch, dass da schon auch definitiv was geplant ist, denn ich drehe mal die Scheibe um. Ja, gucken wir uns das mal an. Da haben wir hier so ein Etikett. Das blende ich euch mal ein bisschen näher rein. Das ist eine Pin-Belegung und die bezieht sich auf den Bluetooth-Empfänger. Das ist hier dieses Teil, das kann man rausziehen. Das nehme ich mal raus. Ja. So sieht es aus, eigentlich ein ganz normaler USB-Stecker. Und da habt ihr hier so eine Pin-Belegung und die, da könnt ihr bis zu 8 Zielscheiben mit koppeln, könnt einstellen, welche Zielscheibe der Master ist, welche sind die Slave-Zielscheiben. Und das sagt mir, da kommt definitiv was. Und man hat mir, wie gesagt, auch gemunkelt, dass da was Größeres kommt. Also könnte ich mir da auch schon so eine IPSC-Geschichten vorstellen, dass da
noch was kommen wird. Ein ganz witziges Gimmick finden wir hier noch auf der Rückseite, und zwar hier dieses kleine Plastikteil, das kann man abmachen. Das ist wie so eine Art Zielvorrichtung für diese Zielscheibe. Ich halte das mal hier so rein. Kimme und Korn, ja. Und das könnt ihr halt dafür benutzen, um die Zielscheibe auszurichten. Das steckt ja hier oben rein. So, sitzt auch genau fest und mittig. Und dann dreht ihr es um. Und dann könnt ihr hier so gucken und sozusagen auf den Punkt zielen, wo ihr nachher später als Schütze stehen wollt zum Schießen. Und dann könnt ihr Zielscheibe und Schützenpunkt auf eine Linie bringen. Finde ich, ist eine coole Idee. Schauen wir uns noch die Unterseite an. Da haben wir hier den An- und Ausschalter. Keine Sorge, ich schalte es gleich an. Ja, wir müssen nur noch schnell die ganzen Sachen hier durchwerden und dann geht es los. Und da auf der Seite haben wir den USB-C-Port. Das ist dafür da, um die Zielscheibe hier aufzuladen. Wenn der Akku komplett alle ist, dauert das Aufladen ca. 3 Stunden. Wie lange die Zielscheibe hält im angeschalteten Zustand, konnte ich in den Anleitungen nicht herausfinden. Sollte ich das noch herausfinden, blende ich euch das hier unten definitiv noch ein. Der Alimentor bietet euch verschiedenste Möglichkeiten der Montage. Da habt ihr hier auf der Unterseite einmal ein Gewinde und einmal hier in der Mitte. Das könnt ihr dazu nutzen, es zum Beispiel hier auf einem Stativ zu montieren. Entweder so oder so, wenn ihr es kippen möchtet. Dann habt ihr hier an der Seite hier nochmal 2 Gewinde und auf der auch. Da ist im Lieferumfang auch die passende Schraube mit dabei. Das ist zum Beispiel hervorragend, wenn ihr die Zielscheibe hier für immer im Schießkeller fest montieren wollt, dann habt ihr hier die beiden Aufnahmepunkte. Des Weiteren haben wir hier im oberen Bereich hier mal 2 Löcher, da noch 2 Löcher. Da könnt ihr euch ja so eine Schlaufe rummachen und den Alimentor aufhängen wie ein normales Bild. Jetzt ist es endlich soweit. Wir schalten jetzt die Zielscheibe ein und verbinden das Ganze jetzt mit der Smartphone-App. Dazu den Kippschalter unten betätigen, dann geht die Zielscheibe kurz mal an, leuchtet dann. Dann wechselt ihr auf euer Handy, ladet euch vorher auf jeden Fall die Acetech-App runter, gibt es für Android und für iOS. Ich habe jetzt hier ein iPhone und da schauen wir uns das Ganze mal an. Zunächst geht ihr in den WLAN-Bereich. Wartet, bis der Alimentor angezeigt wird. Hier 1, das heißt auch ein Zeichen für euch, dass man auch mehrere koppeln kann. Dann drückt ihr hier drauf. Bei mir koppelt sich jetzt die Zielscheibe automatisch. Ach nee, doch nicht. Cool. Können wir es gleich mal machen. Das Passwort ist ganz einfach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Koppeln. Dann seid ihr damit verbunden. Dann wechselt ihr auf die Acetech-App. Wartet, bis die Zielscheibe angezeigt wird. Da ist sie. Einmal draufdrücken und dann habt ihr die Oberfläche. Die sieht so ähnlich aus, wie ihr das auch von meinem alten DaVinci Target-System seht. Da seht ihr hier oben zum einen erstmal die Zielscheibe, dann habt ihr oben links die Anzeige, wie viel Kapazität die Zielscheibe noch hat. Die ist noch vollständig aufgeladen. Denn hier bei CTC, das ist der Streukreis, der wird euch zum Schluss angezeigt. Dann habt ihr hier die Punkte. Punktevergabe ist eigentlich ganz einfach. Wenn ihr eine 1 in einer Ring schießt, kriegt ihr 1 Punkt. Wenn ihr eine 10 schießt, kriegt ihr 10 Punkte. Dann habt ihr die Möglichkeit, hier zum Beispiel rechts auf die Einstellungen zu gehen. Das Passwort ist 4 mal die 0. 1, 2, 3, 4. Dann könnt ihr das Passwort hier oben noch mal ändern. Beim Settings könnt ihr die Helligkeit justieren. Ich gehe hier mal rein und stelle das mal auf hell. Ich weiß nicht, kann man sehen, ist ein bisschen heller. Ja. Könnt ihr machen, wenn ihr zum Beispiel in einen düsteren Keller schießt, könnt ihr euch die Zielscheibe ein bisschen heller einstellen, damit ihr die auf jeden Fall seht. Ja. So, mal hier. Das könnt ihr gut sehen. Ich gehe mal ein bisschen runter, könnt ihr wahrscheinlich dann besser sehen. Ich mache das mal aus, genau. Dann könnt ihr euch hier einstellen, wenn ihr den Schießbetrieb startet, wie lange das gehen soll. Wenn ihr sagt 10 Schuss, dann stoppt die App automatisch nach 10 Schuss. Und das könnt ihr euch jetzt hier einstellen, wie ihr wollt. Wenn ihr jetzt zum Beispiel mit einer Maschinengewehr drauf schießen wollt, dann könnt ihr hier 999 machen und das Ding dann leer ratzeln, wie es geht. Ja, ich mache jetzt hier mal wieder 10 Schuss.
So, dann habt ihr hier ein Time Limit, was ihr setzen könnt. Also ich habe jetzt hier 150 Sekunden. Wenn ich also zu lange brauche, stoppt das Ganze auch. Dann könnt ihr hier auch noch einen Self-Test machen, um zu gucken, ob die Zielscheibe funktioniert. Das mache ich mal. Ich drücke mal hier auf Start und Test. Und jetzt tippe ich einfach mit dem Daumen mal irgendwo drauf. Zack. Seht ihr, Sensor hat es erkannt, funktioniert einwandfrei. So, dann gehe ich hier nochmal raus. Dann seht ihr hier auch noch, was es noch für Sachen in der Zukunft gibt. Es jetzt noch Coin Machine Settings. Also hier kann man anscheinend dann auch noch mal einen Münzapparat reinstecken. Wenn ihr zum Beispiel in so einem Ladengeschäft seid, könnt ihr sagen, hier schiebt man Euro rein, dann könnt ihr damit schießen. Funktioniert nicht, wenn ich das jetzt hier aktiviere, kann ich damit nicht schießen, weil ich habe keinen Münzapparat, ja. Lasse ich also mal aus. Dann könnt ihr hier noch die Firmware updaten oder den Bluetooth-Adapter updaten, aber der ist jetzt hier auf dem neuesten Stand. Ich gehe nochmal zurück. Ja, machen wir auch einfach, simulieren wir das mal ganz kurz. Ich drücke jetzt hier auf Start und dann werdet ihr hören, dass das Ganze hier auch noch mit einem akustischen Signal passiert. Ready? Ja, ready, das heißt, jetzt kann ich schießen. Jetzt seht ihr, geht die Zielscheibe an. Jetzt simuliere ich wieder mit meinem Daumen. Ich versuche mal jetzt hier die 10 zu treffen. 9. Ja, fast. Und dann seht ihr hier unten Punkte zum Beispiel. Ich habe jetzt 9 Punkte. Dann seht ihr hier beim Schuss 1 diesen Pfeil. Das heißt, ich habe von der 10 ein Stückchen zu weit oben gelegen, so bei 11 Uhr. Ich versuche noch mal eine 10. 10. Ha, 10 Punkte, perfekt. 4. 4. 7. 6. 5. Und ihr seht auch immer, dass dann dieser Ring angezeigt wird, sodass man das auch richtig schön erkennen kann. Und das Tolle ist, wenn ihr alleine schießt, hört ihr sofort akustisch, was ihr getroffen habt. Ihr müsst also nicht unbedingt auf die Zielscheibe gucken. Ich gucke immer ganz gerne trotzdem drauf, um zu sehen, welche Abweichung ich zur 10 habe, ob ich mehr links liege, ob ich mehr rechts liege. Das wäre schön, wenn das Ace-Tech auch noch sagen würde, zum Beispiel 7 left oder up left, damit man das auch am besten erkennen kann. Vielleicht kommt da in Zukunft noch mal was. Ich mache mal noch die 3 Schuss weiter. 3. 7. 7. Game over. Und dann schaltet sich die Zielscheibe von alleine ab und dann sehen wir den Streukreis. Also ich habe mit meinem Finger jetzt einen Streukreis von 10,4 cm gemacht. Also sehr akkurat hier der Finger, ja. Dann kann man hier unten noch mal scrollen, kann sich die Schüsse eigentlich noch mal alles in Ruhe anschauen. Und dann können wir das sogar, wenn wir wollen, bei Save abspeichern. Ich mache mal hier Test 2. Ja. Und dann können wir bei Aufzeichnung gucken. Ihr seht, ich habe jetzt hier auch die SSG 10. Will ich noch nicht zeigen, weil das kommt gleich danach, ja. Ich habe ja schon damit geschossen. Dann könnt ihr in die Test 2 reingehen und dann könnt ihr euch das Ganze noch mal anschauen. Das Coole ist auch, ihr könnt, genau hier oben könnt ihr drauf gucken. Wenn ihr jetzt noch eine Tracer-Unit verbaut habt an eurer Airsoft, könnt ihr auch die Chrono-Werte sehen beim Schießen, die ihr da benutzt habt beim Schusstest. Das ist jetzt hier natürlich nicht der Fall, weil ich jetzt hier kein Chrono am Start habe. Also ihr seht, eine absolut coole Geschichte. Und wenn ihr nochmal starten wollt, drückt ihr auf Start. Ready? Und dann geht das wieder von vorne los. 2. 5. 3. 9. 9. 5. 9. 9. 8. 10. Game over. Ja, so einfach ist es. So, und jetzt würde ich sagen, genug geschwafelt. Jetzt geht's nach draußen und jetzt zeige ich euch, wie schon hier gespoilert, ein Schusstest auf 30 Meter mit der Novic SSG 10. Two. Seven. 5. 1. 7. 1. 9. 5. 7. 4. 8.
Out. Das war der Schusstest auf 30 Meter gewesen, hier mit dem SSG 10. 12 Schuss habe ich gemacht. Einer davon hat die Scheibe nicht getroffen. Da gab es ein Out. Out heißt aber, ich zeige es nochmal, dass ich in diesem Bereich war hier, ja. Also nicht in diesem 14,5 Zentimeter Bereich, sondern hier im Außenbereich. Und es ist schwer auf 30 Meter hier diese kleine Zielscheibe zu schießen. Deswegen habe ich mich hier für das SSG 10 entschlossen, damit ich wenigstens was vorne drauf kriege. Mit einer normalen AEG, denke ich mal, ist es ein bisschen schwieriger, da was zu platzieren, immer akkurat. Da braucht man auf jeden Fall auf diesen Distanzen größere Zielscheiben. Und da sind wir auch schon bei den Pro und Kontras angekommen von dem Acetech Alimentor. Es ist wirklich ein absolut perfektes System, das ich euch definitiv empfehlen kann. Für den Preis von 180 € macht ihr hier überhaupt nichts falsch. Für alle, die danach gesuchtet haben, mal exakt digital eine Trefferaufnahme zu haben, ohne Papierscheiben zu nutzen, ist das wirklich etwas für euch. Und ich sehe auch, dass Acetech in der Zukunft auch weiter daran arbeitet. Ein paar Features können wir ja schon anhand dieser Zielscheibe sehen, mit diesen Dip-Schaltern, dass man da bis zu 8 Scheiben mit verbinden kann. Laut meiner Gerüchteküche wird auch an größeren Scheiben gearbeitet. Und das ist nämlich jetzt der Punkt, auf den ich jetzt zum Schluss nochmal kommen will. Schaut euch nochmal den Unterschied an. Das ist hier das DaVinci Target System 50 x 50 cm Größe. Das macht natürlich viel, viel mehr Sinn auf weiten Entfernungen, 30, 50 Meter. Denn da kann man wirklich auch gute Schusstests machen, auch wenn man gerade beim Einstellen ist von dem Zielfernrohr, kann man ja auch gut sehen, wenn man ja total weit unten oder total weit oben liegt. Das liegt auf jeden Fall auf der Zielscheibe auf als Trefferaufnahme und dann kann man da korrigieren. Da habt ihr natürlich hier mit diesem kleinen System, ist ein bisschen schwieriger, wenn ihr nämlich daneben schießt. Wisst ihr nicht, habe ich hier rüber geschossen, darüber habe ich untergeschossen. Das ist ein bisschen schwer. Von daher das System hier, dieses kleine System, das sehe ich in so einer Range von 5 Metern bis maximal 20 Metern. Da wird er auf jeden Fall eine Menge Spaß mit haben. Und ich hoffe wirklich, dass Acetech daran arbeitet, größere Scheiben zu benutzen. Was ich jetzt zum Schluss also sagen will, in meinen Reviews werde ihr zukünftig diese elektronische Zielscheibe sehen, denke ich mal, wenn ich in Richtung Pistolen-Reviews gehe. Und hier das DaVinci Target System, wenn ich Airsoft-Gewehre euch präsentiere. Vielleicht, wenn ich dann mal ein Scharfschützengewehr habe, um euch zu zeigen, wie akkurat das schießt, mache ich dann auch das, was ich jetzt gemacht habe, auf 30 Meter hier auf den Alimentor zu schießen. Ja, das war es von mir gewesen. Ich hoffe, euch hat das jetzt Spaß gemacht. Ich bin absolut happy, dass ich das jetzt hier habe. Ich denke mal, ich habe damit mit dieser Nachricht auch andere glücklich gemacht, die mich immer gefragt haben, wo gibt es sowas, wo gibt es sowas? Jetzt gibt es Acetech Alimentor. Da ist er, 180 €. Wer Bock drauf hat, unten den Link einmal draufdrücken, bestellen, liefern lassen, auspacken, Spaß haben. Okay, das war es von mir gewesen. Bruce BB2K Airsoft Channel. Wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, klickt mal da oben drauf. Unten gibt es ein weiteres Video von mir. Bleibt mir bis dahin alle gesund und munter. Wir sehen uns beim nächsten Review wieder. Macht's gut. Euer Bruce.